Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute endlich schauen wir uns zusammen die neuen Cosmetics an, die im Discord unter Media gepostet wurden von einem Developer. Keine Sorge, es ist kein Fanmade-Stuff oder so. Und ja, wir haben hier verschiedene neue Skins aus verschiedenen Bereichen des Spiels. Ich weiß nicht, ob das nur ein Auszug ist oder ob das alle Skins sind, die jetzt neu kommen werden. Wann genau, ist auch natürlich unklar. Ich hoffe persönlich, dass es nur ein Auszug ist. Was ich mir persönlich immer noch wünsche, ist, dass er irgendwie alle Monster quasi dass du von Kopf bis Fuß alles in diesem Monster-Theme machen kannst. Das wäre mein persönlicher Wunsch. Dass man quasi sich komplett als Totemia verkleiden kann, komplett als Eibert, komplett als Steelknight. Muss ja auch nicht immer so aussehen wie das Monster dann der Charakter. Es reicht ja auch, wenn es einfach nur gethemed ist nach dem Monster, so wie bei Asmodon oder so. Asmodan. Und ja, wäre mein persönlicher Wunsch, aber davon sind wir leider noch weit entfernt, weil auch diese Sets, die jetzt hier released werden, sind alle nicht vollständig, sondern lediglich nur einzelne Teile von dem Gesamten. Aber ja, wir haben hier als allererstes die Saint Morning Monster Skins von Totemia, wobei es sich um offensichtlich immer Hüte, Masken, wie auch immer, handelt. Und wir haben quasi 3 verschiedene, ähnlich wie beim Totemia selber, in 3 verschiedenen Versionen. Das heißt, insgesamt, wenn die dann wirklich alles so droppen, sind das dann 15, wenn ich das richtig sehe. 15 Stück, ja. 3 mal 5. Und die Frage ist halt, wo sie droppen werden. Also ich vermute mal, die normalen werden bei allen droppen. Oder zumindest auf jeden Fall bei den normalen Totemiern. Dann haben wir die Giant-Version, die Violet-Version, die Red Totemia-Version und die Dark- oder Black Totemia-Version. Also auf jeden Fall 5 verschiedene Versionen, was schon echt ziemlich crazy ist. Und gut, bei Giant, Violet, Red und Black Totemia wird es wahrscheinlich so sein, dass die jeweils nur beim jeweiligen droppen. Aber die normale Version wird wahrscheinlich bei allen droppen. Das heißt, die normale Version wird wahrscheinlich relativ schnell nicht so viel wert sein, wer jetzt auf den Preis achtet. Aber die anderen werden wahrscheinlich relativ rar und begehrt sein, weil sie auf jeden Fall unterschiedlich sind. Also gibt es 3 verschiedene Versionen, je nachdem, welche Version man will. Also es ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Konzept, dass es da so viel Variation gibt, auf jeden Fall. Also bis auf die Basic-Version werden alle... Na gut, die vom Giant finde ich jetzt persönlich auch nicht so geil, aber werden alle wahrscheinlich relativ begehrt sein. Genau. Dann geht es weiter mit den Wilds, Weapons und Monster Skins. Hier haben wir erstmal die allgemeinen Sachen, Cloaks und auch hier die Masken von den verschiedenen Monstern. Muss ich persönlich sagen, taugen mir jetzt nicht so sehr. Das von den Tanukis finde ich ganz cute mit dem Schal und so, aber ja, ist jetzt nicht der absolute Burner. Meiner persönlichen Meinung nach findet die Monster einfach grundsätzlich nicht so schön. Aber kann mir vorstellen, dass es einige Leute gibt, die darauf schon stehen. Und der Cloak ist halt Ollosip-themed. Ist halt auch, ja, Geschmackssache, sag ich mal. Also der Cloak ist noch das Beste von den ganzen Sachen hier. Muss mal gucken, wie er dann in-game tatsächlich aussieht. Und bei männlichen Charakter ist es halt, ja, wie gesagt, basically fast das Gleiche. Also sieht eigentlich mehr oder weniger identisch aus. Dann haben wir aber noch Weapon Skins und hier auch wieder der Teaser, eigentlich schon der indirekte aufs nächste Update, weil wir haben jetzt ja schon seit, gut, ehrlich gesagt schon seit sehr langer Zeit, aber wir haben ja schon länger Force Gem und Book im Game, was Third Job Class Items sind von Flive PC und auch hier werden sie wieder offiziell sozusagen in dieses Showcase extra gepackt, also ich denke mal, da wird es spätestens jetzt allen klar, dass auf jeden Fall die Third Job Klassen kommen werden, das ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Und ja, hier bei den Skins muss ich auch persönlich sagen, die meisten sind jetzt für mich nicht so interessant. Also ich finde vor allem den Stuff leider wieder nicht so cool. Gut, man sieht ihn jetzt hier tatsächlich nur von einer Seite. Wir haben jetzt gleich noch die Ingame-Screenshots, da sieht man es nochmal ein bisschen anders. Aber ja, ist für mich jetzt leider auch nicht so interessant. Ich finde tatsächlich am coolsten sieht das Schwert und das Schild aus. Vor allem auch, dass es in der Kombination aufeinander abgespielt ist quasi, dass beim Schwert hier das Schild nochmal integriert ist, in der Mini-Version sozusagen. Finde ich ganz cool. Dann persönlich das Jojo ist noch ganz nice, das quasi aussieht wie eine Cobra. Bei dem Cobra-Kopf bin ich mir gar nicht sicher, ob das auch ein Schild ist. Wahrscheinlich schon. Und ja, insgesamt auf jeden Fall kreativ, cool, aber nicht alle Skins taugen mir so sehr. Also die Axe zum Beispiel finde ich auch irgendwie weird, weil die Axe sieht im Endeffekt aus wie ein gekrümmtes Schwert. Keine Ahnung, was daran der Axe ehrlich gesagt sein soll. Sieht einfach aus wie, ja, sieht aus wie ein eingedelltes Schwert letztendlich. Ich meine, kann man auch als Axt benutzen, sicherlich. Kann man auch mit zuschlagen und Schaden machen, aber ja, für mich ist er nicht so relevant. Genau, ja. Dann die Ingame-Screenshots davon. Da muss ich ein bisschen größer machen. Das ist der Bildposter. Von vorne und von hinten.
Oh, wieso ist das so dunkel? Keine Ahnung. Das sollte der Psykeeper sein mit Wand und Book. Damn, warum sind die so dunkel, die Screenshots? Was auf Discord auch so? Ich glaube schon, ja. Das ist immer noch der Psykeeper. Das ist der Ranger. Ich meine, der Bogen ist für mich einfach ein bisschen zu dünn, ehrlich gesagt. Dann Ringmaster. Elementor. Damn, ist der Stab groß. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. That's what she said, by the way. Ja, ich weiß nicht, ist für mich, ich meine, ehrlich gesagt, der ist fast schon zu groß. Ich meine, what the hell? Das könnte der größte Stab im Game sein. That's what she said. Dann, wie gesagt, das Schwert finde ich persönlich vom Design her eigentlich am coolsten. Die gekrümmte Big Axe. Und dann haben wir hier nochmal das Schild und das müsste die Axe wieder sein. Die gekrümmte One-Hand-Axe. Und das war schon mit den Ingame-Screenshots. Und dann geht's weiter. Haben wir noch die Serus Uriel Cosmetics. Mit dem Head und dem Cloak, probably. Einmal noch der Head mit den Hörnern. Und dann haben wir noch ein kleines Video. Und zwar von den Wings. Die sehen tatsächlich ziemlich cool aus. Und es könnte bei den Wings tatsächlich sein, dass die in-game dropbar sind. Also, dass man quasi wieder ein neues Fluggerät bekommen kann. Und das ganz ohne zu cashen. Und ja, das waren alle Teaser, die wir hatten. Ja, für mich persönlich tatsächlich jetzt nicht so relevant, aber ich bin eh nicht so im Skin-Game drin. Wisst ihr ja wahrscheinlich, ich bin eher ein Skin-Hater eigentlich sogar, weil, ja, das mich immer so stört mit dem, dass es dann Account gebunden wird und so. Ist mir nur noch ein bisschen Dorn im Auge. Mittlerweile beim CS nicht mehr ganz so schlimm, weil jetzt hat eh jeder Char ein sehengebundenes 10% CS-Set. Da ist es jetzt eigentlich mal nicht mehr so schlimm. Aber ja, keine Ahnung. Bin jetzt einfach nicht der größte Fan. Also wahrscheinlich der Wilds Cloak ist wahrscheinlich sogar noch das, was mir am meisten taugen könnte mit dem richtigen Outfit. Ich finde ja, die Badehose ist hier schrecklich gewählt. Moment, ist die Badehose auch ein Skin? Nicht, oder? Die sieht irgendwie so aus, als würde die dazugehören, aber die wäre ja hier damit drauf, ne? Ist sie nicht. Nee. Okay, dann haben sie, glaube ich, die Badehose einfach nur so angezogen, weil es irgendwie so ein bisschen dazugehört. Oder ist keine Badehose, das ist das Mai Tai Set wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall nicht der größte Fan davon. Also ist auf jeden Fall keine coole... Genau so würde ich es auf jeden Fall nicht tragen. Aber ja, ich meine, mit der richtigen Kombination könnte der Cloak schon cool aussehen. Mit dem Warlord-Set zum Beispiel. Weil das Warlord-Set ist, glaube ich, glaube, das kann man nicht einfach so kriegen. Das ist, glaube ich, limited irgendwie gewesen. Battle Pass war das, glaube ich, mal drin oder so. Ja, keine Ahnung. Mal schauen. Wir werden sehen. Erstmal muss das ganze Zeug natürlich auch released werden. Und wann das sein wird, vielleicht im nächsten Update, vielleicht in einem Patch, man weiß es nicht. Wir werden sehen. Für jetzt auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen. Was haltet ihr von den neuen Skins? Seid ihr Fan oder nicht Fan davon? Und ich meine, wo man sie droppen wird, ist eh klar. Totemia bei Totemia. Alle Wild Skins, obviously, im Wilds Dungeon. Und die, ja, Serus Uriel Skins natürlich im Mars Dungeon. Das heißt, dieser Boss ist dann endlich mal relevant. Allerdings auch nur für Skins. Das ist ja die Frage, wie lange wird das halten? Außer mit dem Fluggerät, falls es wirklich ein dropbares Fluggerät sein sollte. Das könnte natürlich langfristig relevant sein. Vor allem für Low-Level-Spieler. Allerdings muss halt die Droprate auch ziemlich niedrig sein, weil sonst wäre es natürlich wieder ein bisschen schwierig, weil das würde den ganzen Markt zum Einsturz bringen. Also mal gucken, wie das dann tatsächlich in-game alles aussehen wird. Das werden wir aber wahrscheinlich noch früh genug erfahren. Für jetzt, wie gesagt, danke euch fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung für tägliche Livestreams. Jeden einzelnen Tag live auf Twitch. Schaut vorbei und haut rein. Ciao, ciao.